Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Gotus TV. Mein Name ist Sebastian und wir müssen reden. Denn warum zum Teufel ist dieser Schlagschrauber mit 56 Newtonmeter genauso stark wie der hier mit 205? Und warum brauchst du wahrscheinlich genau diesen Schlagschrauber bei dir in deiner Werkstatt? Das klären wir heute. Moment, bevor es weitergeht, wir verlosen Werkzeug. Und zwar nicht nur in diesem Video, sondern in jedem Video verlosen wir jeweils Werkzeug. Wahnsinn, oder? Du musst nichts weiter machen, außer unten in die Kommentare deine Meinung zu diesem Video oder zu unseren Themen heute zu schreiben. Und der Hammer ist ja wirklich, du kannst dir dein Werkzeug aussuchen. Schau einfach bei uns auf die Verlosungsseite. Dort siehst du einen Pool an Werkzeug, aus dem du dir einen Gewinn aussuchen kannst, wenn du gewonnen hast. Das, was wir an der Seite sehen, sind einige Beispiele. Das könnte es zum Beispiel auch sein. Für dich ein wichtiger Hinweis. Schau mindestens einmal in der Woche auf der Verlosungsseite vorbei, ob du gewonnen hast, denn du kannst ja bei jedem Video gewinnen und das sind eine Menge Gewinnchancen. Ich muss sagen, das ist ein wirklich schwieriges Video, denn es ist inhaltlich und thematisch wirklich schwierig, denn wir haben hier den neuen Akkuschrauber von Dewalt, den DCF870 und der hat nur 56 Newtonmeter. Und das ist ein Punkt, wo man erstmal sagt, puh, was ist denn hier los? 56 Newtonmeter? Was soll das? Das ist doch völliger Quatsch. Was 56 Newtonmeter für einen Schlagschrauber? Hä? Genauso habe ich auch geguckt und habe ich ihn ausprobiert und habe gedacht, oh, interessant. Das müssen wir euch auch gleich mal zeigen. Denn wir haben hier einen vergleichbaren anderen Schlagschrauber, den DCF850. Der ist an den meisten Stellen eigentlich genauso. Der ist genauso groß, der wiegt vielleicht dasselbe, das gucken wir uns gleich mal an. Aber er hat 205 Newtonmeter. Und trotzdem sie gleich stark. Wie geht das denn? Und deswegen haben wir heute mal die beiden hier zusammen, werden die auch testen. Und wir werden sie auch zusammen mit genau dem hier testen, dem DCD800. Das ist ja schon ein Akkuschrauber-Monster mit richtig viel Kraft, der auch richtig durchzieht. Denn diese beiden Schlagschrauber sind explizit nicht für, ich sag mal sowas wie Radwechsel oder ähnliches gedacht, sondern das sind Holzhandwerk-Schlagschrauber. Die sind eigentlich dafür da, um im Bereich Holzwerken zu arbeiten, um schöne große Schrauben reinzuschrauben oder ähnliches zu tun und eben durch die andere Wirkungsweise große Vorteile zu haben. Denn bei einem Schlagschrauber ist es so, du hast eben nicht die ganze Zeit das Problem, dass du gegen Drücken festhalten musst und so, also das will irgendwo hin. Das machen die beiden nicht, sondern du setzt es an, so eine große Schraube und machst einfach, schraubst sie rein. Und bei dem hier, bei einem normalen Akkuschrauber, hast du immer das Problem, du nimmst das Teil und musst das festhalten. Ja, und das ist wirklich genau dafür gedacht, um eben nicht einen großen Akkuschrauber nutzen zu können und trotzdem große und schwere Aufgaben erledigen zu können. Und das schauen wir uns heute mal an. Bevor wir uns jetzt gleich die Geräte mal im Detail anschauen und was ist denn zwischen den Geräten anders und vor allem auch den Test machen, müssen wir über den Elefanten im Raum sprechen. Was ist denn hier eigentlich anders an diesem Schlagschrauber? Warum ist es möglich, 56 Newtonmeter, also mit einem 56 Newtonmeter Schlagschrauber, der verdammt wenig Kraft hat eigentlich, genauso gut zu arbeiten wie mit einem 200 Newtonmeter Schlagschrauber? Wir haben hier ein anderes Wirkprinzip. Das hier, klassischer Schlagschrauber, weißt du, zwei Metallplatten, die so aneinander schlagen die ganze Zeit, schlagen, lösen in einer irren Geschwindigkeit, deswegen ist es auch so laut. Und hier ist es nicht so. Also hier ist das Wirkprinzip leicht anders, wirklich geformt. Ja, das sieht hier für dich erstmal ähnlich aus, genauso klein, kompakt und so weiter. Innen drin funktioniert es aber anders, denn hier ist ein Öl in dem Mechanismus auch drin. Also wie genau es funktioniert, ich habe es auf Bildern gesehen und gesagt, interessant, kann ich euch nicht erklären. Kann ich euch wirklich nicht erklären. Aber hier drin ist ein Öl drin und das hat erstmal den Vorteil, das Hauptthema ist eigentlich, das Gerät hier kann eine höhere Schlagfrequenz ausführen. Durch eine höhere Schlagfrequenz kann es wahrscheinlich auch eine höhere Arbeitslast leisten. Ja, und dadurch auch eine Schraube zum Beispiel besser vortreiben oder. Anderes Thema ist natürlich das Thema Hitzeableitung oder Wärmeableitung. Ja? Das Öl kann es natürlich viel mehr aufnehmen und dann auch ableiten und dadurch ist es so, dass wir hier auch eine höhere Schlagzahl wiederum machen können oder durchführen können im Verhältnis zu diesem Schrauber. Wenn du mich aber wirklich fragst, also wirklich so nach dem Video beim Bierchen fragst, warum ist denn 56 Newtonmeter gegebenenfalls genauso stark wie 200? Also so wirklich? Weiß ich das nicht. Aber an der Stelle wirst du jetzt sagen, warte mal Sebastian,
der hat weniger Kraft, kann aber vielleicht dasselbe. Okay, hier, da genauso groß und so. Aber warum überhaupt? Also warum überhaupt? Was ist der große Vorteil? Ganz einfach. Der Hauptvorteil, also in meinen Augen oder besser in meinen Ohren, ist das Thema Lautstärke. Er ist deutlich leiser beim Arbeiten und beim Schlagen. Denn ein Hauptthema von einem Schlagschrauber ist ja häufig das Thema, also Negativpunkt ist ja häufig das Thema Lautstärke. Und Dewald gibt das Gerät hier an mit einer bis zu 40% geringeren Lautstärke. Und das werden wir gleich mal testen. Vorher schauen wir uns aber was anderes an. Überhaupt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen Geräten? Und deswegen fangen wir mal vorne an, und zwar beim Thema Gewicht. Ich möchte mal wissen, inwiefern unterscheiden sich diese drei Geräte eigentlich. Deswegen habe ich hier schon mal was vorbereitet. Kleines Messgerät. Alle haben denselben Akku, selbes Gerät. Auf geht's. Wir haben hier ein Gewicht von 2 Kilo beim 800er. Beim 850er 1,7 Kilo rund und bei dem haben wir 1,7 Kilo. Du hast gerade gesehen, der Unterschied vom Gewicht her fällt kaum ins Gewicht. Ja, wir haben hier 200 Gramm mehr, aber das war es dann eigentlich schon. Ja? Lass uns die Geräte mal im Detail anschauen. Wir haben hier bei allen drei erst einmal eine Sache, die ich super finde, und zwar ein gutes Arbeitslicht. Hier haben wir erst einmal, Moment, muss ich einschalten, so. Wir haben hier vorne ein Arbeitslicht, was ich einstellen kann, in einer gewissen Höhe, Breite, Tiefe. Naja, ihr wisst, was ich meine. Ich kann es übrigens sogar auf Dauer einstellen. Dann haben wir hier, die nächste Evolutionsstufe ist hier, der hat hier ein Licht, das ist schon mal gut und schön. Ich kann es übrigens aber nicht auf Dauerlicht stellen. Hier habe ich einen kompletten Lichtkranz. Schaut mal hier, das ist deutlich heller nochmal und ich kann hier sogar drauf gehen, zack, und dann leuchtet es dauerhaft und zwar für, ich muss mal selber schauen, 20 Minuten. Also wenn ich es hier einfach hindreht, das Gerät kurz anmacht, dann haben wir hier 20 Minuten Leuchtdauer oder hier zurück, dann geht es automatisch auch wieder aus, wenn ich das Gerät nach ein paar Sekunden nicht benutzt habe. Wenn wir uns jetzt das Gerät an sich angucken, in der rein von der Form, von allem drum und dran hier, unterscheiden sie sich wirklich kaum. Hier gerade hier unten, ja, der Griff, alles eigentlich identisch, bis natürlich hier die Stufen, die ich entsprechend einstellen kann. Hier habe ich 3 Wählstufen, ja, Stufe 1, 2 und 3. Hier habe ich nur 2 Wählstufen, 1 und 2. Okay, also 2 Geschwindigkeitsstufen, die ich wählen kann. Ansonsten ist es hier so, vom Kopf her, der ist extrem kompakt, hier kompakt, da kompakt. Wenn ich mich richtig erinnere, sind es irgendwie um die 11 Zentimeter. Wir blenden das mal auch hier unten ein, wie viel es wirklich ist. Und das war es dann hier eigentlich auch schon. Ihr seht hier auch von hinten voll fast identisch, von hier fast identisch. Was ihr seht, ist natürlich, wir haben hier haben wir das Metall nicht weiter ummantelt, hier ist es ummantelt. Ja? Dass es hier unten drunter Metall ist, ist, glaube ich, selbstverständlich. Was wir hier sehen, ist auch ganz klassisch. Wir haben hier eine klassische Hexaufnahme, wo wir hier Bits einsetzen können. Wir können die einsetzen, hier können wir sie wieder auswerfen und insofern war es das auch schon zwischen denen. Du siehst also, beide Geräte ähneln sich extrem. Warum? Ganz einfach, weil Dewald zuerst den gebaut hat und hat gesagt, oh, lass uns doch mal die neue Technik quasi in den reinbauen und daraus ist der hier entstanden. Und jetzt lass uns mal testen. Wir wollen jetzt wirklich mal sehen, sind 56 Newtonmeter genauso stark wie der hier mit über 200 und nehmen ganz bewusst den hier so als Standard-Akkuschrauber mit in den Test mit rein. Warum? Ganz einfach, weil du musst ja dich auch entscheiden, nimmst du einen Akkuschrauber oder nimmst du einen Schlagschrauber, weil beides hat ja so seine Vor- und Nachteile. Das sehen wir auch gleich beim Test. Und deswegen testen wir jetzt mal mit Schrauben, aber wir nehmen schon mal eine amtliche und testen uns so weit hoch, bis es nicht mehr funktioniert.
Hui, das war ein Test. Und ihr müsst jetzt wirklich, oder ich muss euch wirklich nochmal einordnen, was wir hier eigentlich gesehen haben. Nummer 1 hier, unser Testprotokoll. Wir haben gesehen, dass der hier immer jede Schraube versenkt hat. Aber was ihr hoffentlich auch gesehen habt und was ich euch auf jeden Fall dazu mitgeben kann, ist, es war ein Kampf. Es war wirklich ein Kampf, mit dem das zu machen, weil du stehst da, versuchst das irgendwie gerade zu halten und ordentlich zu halten, du hältst den Akku auch fest, weil das Gerät möchte eigentlich die ganze Zeit sich verbinden und machen und tun. Das war schon so eine gewisse Sache. Wenn es um die Geschwindigkeit geht, die beiden, gegen den war es so, der war immer deutlich schneller. Deutlich schneller im Material, deutlich schneller rein, ohne Frage. Aber, naja, da hier gar keine Kraft. Keine Kraft. Einfach ansetzen, rein. Hat wunderbar funktioniert. Und die beiden Geräte hier waren erstaunlicherweise, und das war auch schon angekündigt, gleich stark oder gleich schnell. Im Gegenteil, der 870er war häufig noch ein Tick schneller. Eben weil er eben schneller geschlagen hat, schneller gearbeitet hat. Und das, obwohl er deutlich weniger Kraft hat. Ist das nicht erstaunlich? Ich meine, da muss man wirklich mal umdenken, wenn man sich das so überlegt. Was wir natürlich auch gesehen haben, ist, bei der richtig großen Schraube, die wir hatten, bei der 340er, haben beide, und auch beide ziemlich exakt an derselben Stelle gesagt, Ende. Ja, das war das Ende. Und hier vor allem, weil sie eben im Verhältnis Kraft zu Torsion das nicht mehr überwinden konnten. Ja, sie konnten diese Rückstellkräfte einfach nicht mehr überwinden, sondern haben einfach gesagt, hier ist Ende. Ja, sie haben es zwar noch gedreht, aber die Schraube ging nicht mehr vorwärts. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ich das Thema Torsion, Schraube und so weiter nochmal im Detail mal erklären soll und dazu mal ein extra Video machen soll, dann ja, mache ich das gerne, aber schreibt es mal in die Kommentare. Für heute würde mir das jetzt zu weit führen. So weit, so gut. Du hast also gesehen, Nummer 1 mit dem hier deutlich anstrengender. Nummer 2, die beiden waren auf jeden Fall gleich stark. Und das Wichtige, auch jetzt schon kann ich dir sagen, der war deutlich leiser. Kommen wir zum nächsten Test. Du hast gerade gesehen, beim Flachfräsbohrer ist es so, erstens hat richtig Spaß gemacht. Alle 3 Geräte haben ihren Dienst gemacht. Man muss aber sagen, der 800er war deutlich schneller. Also das Ganze in der Hälfte der Zeit gemacht. Aber die beiden hier haben sich wacker geschlagen. Und auch hier war es wieder so, obwohl er weniger Kraft hat eigentlich, war der 870er eine Sekunde schneller als der 850er. Und als letztes haben wir unseren Extremtest gemacht, hier mit den großen Holzbohrern mit 3 Schneiden, selbstschneidender Zentrierspitze und haben gesagt, jetzt wollen wir es aber auch mal wissen. Und haben erst einmal den kleinen ja genommen. Beim kleinen war es so, dass die beiden haben das geschafft, er hat das auch geschafft, die Geschwindigkeit war enorm. Wir haben hier 2,5 Sekunden nur gebraucht mit dem, im zweiten Gang einfach zack durchgezogen und haben bei denen hier 8 und 9 Sekunden gehabt. Also auch hier erstaunlich, oder? Danach haben wir dann den großen genommen mit 35 mm. Nee, Entschuldigung, davor waren es 22 mm, jetzt waren es 32 mm. Da konnte der 800er nicht mehr mithalten und ich muss sagen, es war auch wirklich schwer, ihn festzuhalten. Nicht mehr mithalten im zweiten Gang, mussten wir in den ersten zurückgehen, aber auch da war es so, unter 7 Sekunden hat er das geschafft. Die beiden hier haben 17 bzw. 18 Sekunden gebraucht. Aber ist das nicht erstaunlich, wirklich auch als Testergebnis, dass die beiden hier wirklich immer gleich auf sind? Wir haben jetzt über das Thema Kraft und Leistung und so weiter die ganze Zeit gesprochen, aber lasst uns jetzt mal über das Thema Lautstärke sprechen, weil das war ja einer der Hauptvorteile von diesem Gerät. Wir haben jetzt hier das Ganze gemessen unter Volllast mit einer großen Schraube und haben gesagt, oh, jetzt will ich richtig massiv schlagen, machen und tun. Da sind wir beim Akkuschrauber auch bei amtlichen bis zu 95 Dezibel rausgekommen. Irgendwo zwischen 90 und 95 Dezibel. 5 Dezibel lauter ist der hier, der hydraulische, der 870er. Nochmal 5 Dezibel lauter ist der hier, der 850er, also der herkömmliche Schlagschrauber. Du siehst also, und man sagt ja, alle 10 Dezibel verdoppelt sich die Lautstärke. Das heißt, wir haben hier 50% höhere Lautstärke, hier nochmal 50% höhere Lautstärke. Wichtig ist erstmal noch mal, bevor wir nochmal zum anderen Test kommen, wie sich das anfühlt und anhört. Man hört einen
deutlichen, aber wirklich deutlichsten Unterschied zwischen den beiden. Der hier ist wirklich deutlich erträglicher und schon im Bereich, wo ich sage, naja, das ist schon ähnlich einem Akkuschrauber. Und deswegen kommt er für mich auch immer mehr so in den Fokus, dieses Gerät. Jetzt haben wir noch einen zweiten Test gemacht. Das hier ist ja vielleicht gar nicht so repräsentativ, weil das ist nicht die Schraube, die du jeden Tag reinschraubst, sondern im Grunde ist das doch eher die Schraube, die du jeden Tag reinschraubst. Eine etwas kleinere Schraube, wo man so Massenschrauben macht. Hier das. Und jetzt wird es ja ganz wild. Hier ist es so, dass die Lautstärke beider Geräte annähernd identisch ist. Der hier ist nur einen ganz kleinen Hauch nur noch lauter in der Arbeit. Das heißt also, warte mal, das heißt doch jetzt aber, dass ich jetzt hier die Quadratur des Kreises quasi habe mit dem Gerät. Ich habe hier ein Gerät, was sehr stark ist und eine sehr hohe Arbeitsleistung vollziehen kann. Sagen wir es mal wirklich so. Das heißt, du kannst wirklich auch amtlich große Schrauben damit schrauben. Du kannst Forstner bohren, Flachfräs bohren, was auch immer. Du kannst vor allem auch diese kleinen Schrauben schrauben und hast aber eine Sache nicht. Du hast diesen Rückschlag nicht. Du musst diese Kraft nicht aufwenden. Du musst nicht würgen, machen und tun. Ist das nicht eine geniale Sache, dass es sowas endlich gibt, dass es einen Schlagschrauber gibt, wo du nicht das Gefühl hast, die ganze Zeit klingelst dir die Ohren weg bei normalen Anwendungen, wo du aber bei harten Anwendungen aber trotzdem eine deutlich reduzierte Lautstärke hast? Ist das nicht echt genial? Ist nicht auch merkwürdig, dass ich immer nicht erklären kann, warum 56 Newtonmeter genauso stark sind wie 200? Wer es weiß, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Insofern ist es so, dass das hier mal etwas ist, was für euch, glaube ich, hoffentlich jetzt etwas mehr in den Fokus geht oder in den Fokus rückt, als etwas, was wirklich eine Alternative sein kann zu einem herkömmlichen Akkuschrauber. Und mich würde wirklich interessieren, wie seht ihr das? Schreibt es in die Kommentare, würde mich super interessieren, denn ich werde in den nächsten Monaten den hier mal ausgiebig testen. Ich werde euch berichten und so lange ran an die Schraube und bis zum nächsten Mal.